Ja, wer soll denn das dann machen? Das heißt, Sie finden es okay, dass die Unternehmer auf ihre Gewinne überhaupt keinen Beitrag zur Sozialversicherung leisten? Ich verstehe die 750.000 für die FDP im letzten Bundestagswahlkampf. Was soll denn das? Nein, oh, also... Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen echten Kracher aus Hart aber fair für euch. Juso-Chef Philipp Thürmer und Unternehmer Georg Kofler haben sich heftig in die Haare gekriegt. Und es ging ordentlich zur Sache. Thürmer schießt scharf gegen die ungleiche Verteilung der Sozialversicherungsbeiträge, während Kofler mit der Wirtschaft als Lösung kontert. Der Höhepunkt: Thürmer spricht Koflers fette Spenden an die FDP an und plötzlich fliegen die Buhrufe. Kofler dann: Was soll das? Das wird spannend, bleibt dran, auf geht's. Herr Thürmer, Sie arbeiten manchmal bei der Tafel, helfen da mit, wenn Sie von Ihren Arbeitseinsätzen nach Hause gehen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, richtig. Ich habe eine Ausgabestelle der Tafel Offenbach aufgebaut in Heusenstamm. Und also man muss schon sagen, und deswegen ist mir jetzt auch wieder dieser Einspieler so nahe gegangen, also die Rentnerinnen und Rentner, die tun einem echt immer am meisten leid. Das ist echt das Schlimmste. Weil man weiß ja auch, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Also erstens weiß man, es wird in der Regel nicht mehr besser. Es gibt nicht so richtig eine Perspektive. Und zweitens, die Leute sind ja nicht nur arm, die sind vor allen Dingen auch einsam. Da bricht das ganze soziale Netz weg. Und das ist einfach sehr schlimm. Und deswegen, es tut mir leid, aber ich mache ja nun mal Politik, um das auch zu ändern. Und dass ich, also der Respekt von dir, Franziska, ist nett. Aber dann wäre es halt schön, wenn ihr auch mal dabei seid, wenn es um sowas wie 15 € Mindestlohn geht. Wenn es darum geht, gerade die Leute mit geringem Einkommen besser zu stellen. Denn wir haben auch super viele, die arbeiten und aufstocken müssen und zur Tafel kommen. Also diese Krise ist schon auch politisch gemacht. Und ich bin bei der Tafel, damit das irgendwann überflüssig wird. Und dafür mache ich Politik. Und dann will ich aber, dann müssen die Leute auch mitmachen. Also. Philipp Thürmer, Profipolitiker, schaltet von Mitgefühl direkt in Angriff über. Wir reden gleich über... Ja, weil es mich auch wütend macht. Ja, ich verstehe es. Wir reden gleich über genau diese politischen Fragen auch. Ich will von Herrn Tenhagen einmal wissen, Rentner, die bei der Tafel Essen holen. Mir war das vor der Recherche zu dieser Sendung gar nicht so klar, dass es auch so viele sind. Müssen wir uns an dieses Bild in Zukunft einfach gewöhnen? Es werden mehr. Also es gibt so einen Armuts- und Reichtumsbericht und es gibt auch einen Verschuldungsbericht. Und der Verschuldungsbericht zeigt, dass die Zahl der überschuldeten Rentner sich verdreifacht hat in den letzten 10 Jahren. In allen anderen Bereichen ist es gesellschaftlich so gewesen, dass weniger Leute mit mehr Schulden unterwegs sind. Aber bei den Rentnern hat es sich verdreifacht. Also wir haben da ein richtiges Problem. Und es gibt dann genau das Problem, was Sie beschrieben haben, dass die Leute, die mal in der Situation sind mit 72, die haben ja keinen Weg da raus. Wenn das mit 32 passiert, dann arbeitest du irgendwann, hast einen besseren Job und arbeitest im Zweifel deinen Weg daraus. Mit 72 funktioniert das nicht mehr. Das ist ein echtes Problem und da müssen wir uns intensiv mit beschäftigen. Und man muss natürlich auch sagen, ein Teil davon, es wird dann immer gesagt, wir haben Beiträge gezahlt. Also mit Verlaub, genauso wie ich den Leuten helfen will und das bedauere, aber in ganz vielen Fällen haben sie keine Beiträge gezahlt. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo Selbstständige nicht notwendig in die Rente einzahlen. Und wenn die länger selbstständig sind und dann diese Selbstständigkeit scheitert, dann stehen die im Alter ganz, ganz, ganz bitter da. Und das ist etwas, worüber man sich natürlich auch politisch noch mal verständigen muss, wie wir da rauskommen. Die OECD, also die Industrieländer, so die Dachvereinigung da, die sagt seit 20 Jahren, was macht denn ihr da in Deutschland? Kommt doch da endlich mal zu Potte, müssten wir mal tun. Wer wenig eingezahlt hat in die Rentenkasse, der bekommt halt auch wenig raus. Ist das eine bittere Wahrheit, mit der man einfach rechnen muss, auch im Leben? Das ist das, was das deutsche Rentensystem will und macht und worüber sich Arbeitgeber, Gewerkschaften und die politischen Parteien weitgehend einig sind. Das will niemand anders machen im Augenblick. Und es gibt ein zentrales Problem dabei, nämlich, dass diejenigen, die wenig
haben einzahlen können, dann tatsächlich arm sind. Und man weiß ja nicht, warum sie wenig haben einzahlen können. Vielleicht hätten sie einzahlen können, vielleicht waren sie auch krank, vielleicht haben sie aus anderen Gründen nicht einzahlen können. Und die gehen dann in Rente und jeder kriegt in dem System für jeden eingezahlten Euro genau gleich viel raus an Rente. Das Problem dabei ist nur, dass das unterste Fünftel dieser Rentner, also mit den wenigsten Renten, die haben eine Lebenserwartung, die ist heute 5 Jahre niedriger als die mit den höchsten Renten. Mit anderen Worten, die armen Rentner subventionieren in diesem System auch noch die mehr Geld haben. Und das kann nicht sein. Und in ganz vielen anderen europäischen Ländern hat man deswegen gesagt, wir müssen ganz viel tun, damit die ärmsten Rentner mehr Geld bekommen, weil am Ende bekommen die gar nicht mehr raus, weil diese Lebenserwartungsfrage, die ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Großbritannien so oder in Italien oder in Spanien, wo auch immer man hingeht. Also von daher haben wir da eine dringende Aufgabe, das da so zu machen, wenn man denn so ein Rentensystem so behalten will. Und dann kommt noch was Zweites hinzu. Vor 20 Jahren, ich habe es auf dem Weg hierher noch mal nachgelesen, vor 20 Jahren haben tatsächlich die politischen Parteien, und zwar durchgängig, davon geredet, dass die gesetzliche Rente Lebensstandard sichernd sein soll. Das ist sie seit langem nicht mehr. Das heißt also, da kommt noch was hinzu. Die Boomer, die jetzt immer so, also nehmen wir es mal vorweg, ne, die jetzt immer so als Boomer-Männer dargestellt werden, die kriegen heute 20% weniger Rente, 15% weniger Rente, als sie bekommen würden, wenn sie im Jahr 2000 in Rente gegangen wären. Das heißt, wir haben da schon abgespeckt. Wir haben dafür gesorgt, dass, also für die Boomer, wir haben dafür gesorgt, die arbeiten übrigens auch länger. Im Jahr 2000 haben die Leute bis 60 gearbeitet. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Heißt es seit den 80ern. Und deshalb gilt auch heute, die Rente muss verlässlich und auskömmlich sein. Daher will Hubertus Heil, das Rentenniveau soll dauerhaft nicht unter 48% des Durchschnittseinkommens sinken. Das Problem? Immer weniger junge Menschen müssen immer mehr Rentner finanzieren. Haben 1962 noch 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert, waren es 1990 nur noch knapp 3. 2030 sollen es nur noch 1,5 Beitragszahler sein. Damit trotzdem genug Geld in die Rentenkasse kommt, sollen die Jungen mehr Geld von ihrem Gehalt abgeben. Zusätzliches Geld für die Rente soll an der Börse gemacht werden. Die Idee: der Staat zahlt jährlich Milliardenbeiträge in einen Fonds ein. Langfristig sollen so 10 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet werden. Das alles, damit auch in Zukunft noch gilt: So mitschreiben, die Rente ist sicher. Ja, die Rente ist dann sicher, wenn wir uns darum kümmern, dass sie sicher bleibt. Und wir haben schon da wirklich einen grundsätzlichen Konflikt zwischen diesen beiden Seiten des Tisches. Denn ich glaube an die... Also jetzt hören Sie mal mit diesem Wahlkampf-Einnahmen, das also nervt jedenfalls doch hier. zwischen mir und Franziska an dieser Stelle. Gut. Denn ich will dafür sorgen, dass die gesetzliche Rente sicher bleibt. Und sie bleibt dann sicher, wenn wir dafür sorgen, dass die Löhne wieder mehr steigen. In Franziskas Welt stimmt das, was sie gesagt hat. Also wenn das passiert, was in den vergangenen Jahren passiert ist, nämlich dass immer mehr das Produktivitätswachstum nicht an die geht, die arbeiten, sondern vor allen Dingen an die geht, denen die Unternehmen und denen die Aktien gehören. In dieser das ist doch ein Blödsinn. Doch, in dieser Welt stimmt das, was Franziska Aber dann müsstest du doch für die Aktienrente sein. Da werden doch Leute am Aktienmarkt beteiligt. Nein, das ist doch fantastisch. du verstehst mich Ich muss ein nicht. sozialdemokratisches Lass mich Projekt ganz sein. kurz zu Ende führen. Sehr gerne. Aber wenn wir dafür sorgen, dass endlich wieder die Löhne mehr steigen als die Gewinne, denn in der Vergangenheit war das so, dass nur die höchsten Einkommen gestiegen sind und dass die mittleren und niedrigen Einkommen stagniert sind. Und dafür sind die Reichsten immer reicher geworden. In dieser Welt ist die Aktienrente besser. Aber wenn wir das wieder umkehren und dafür sorgen, dass die Löhne wieder steigen, dann ist die gesetzliche Rente zukunftsfester als die Aktienrente. Und ich will nicht, dass mit Beitragsmitteln spekuliert wird. Ganz kurz, ich verstehe total, Philipp, dass du ich verstehe total, als ich hier hingefahren bin, habe ich gedacht, was wird denn jetzt wohl der Juso-Bundesvorsitzende sagen? Die SPD hat genau diese Rentenfrage, die wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, das nicht funktionierende Rentensystem, die ganze Zeit aufgebaut. Ich habe vor kurzem mit Hubertus Heil diskutiert bei Maybrit Illner, der hat gesagt, die Rente ist sicher. Er hat genau das wiederholt. Im Wissen, wie der demografische Wandel aussehen wird, hat er gesagt, man muss sich keine Sorgen machen in Deutschland. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, ich glaube, du machst hier gerade eine Verteilungsfrage auf. Es ist eine Frage des Rentensystems. Und das Rentensystem, so wie es aktuell
ist, funktioniert nicht. Und ich weiß, dass du in einer anderen Welt lebst. Du bist Vorsitzender der Jungen Sozialisten und deshalb möchtest du einen Sozialismus schaffen und so weiter und so fort. Wir leben in der Welt des Heute und in der Welt des Heute ist es wichtig, dass wir alle Menschen am Aktienmarkt beteiligen und das machen wir mit der Aktienrente und deshalb ist die wirklich wichtig. Ja. Herr Kofler, Sie haben sich gerade aufgeregt. Warum? Also diese Kampfbaronen langweilen mich einfach, ja. Also ihr könnt ja ihr beide hier eure Show machen, ja. Also ich bin hier als Unternehmer und somit als eine Art Anwalt für die Realitäten. Ja, wir haben uns der Wirklichkeit zu stellen. Ich kann mir als Unternehmer nicht wünschen, dass die Zahlen besser sind. Ich muss mit dem umgehen, wie mir die Realitäten entgegenkommen. Ich muss diese Wirklichkeit annehmen. Und wenn ein Umsatz 20% weniger ist als geplant, dann muss ich damit auskommen. Ja? So, und jetzt, Freunde, habe ich mir am Wochenende, ich beschäftige mich ja nicht hauptberuflich hier mit diesen Themen, mal diesen Gesetzentwurf angeschaut. Jetzt bin ich gespannt. Nicht unbedingt eine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung. Ja. Da ist ganz viel mit Rot angeschrieben. Ja, klar. Nee. Sieht aus wie meine Klassenarbeit. Ja, genau. 132 Seiten auf einer Seite. Ja, also wenn ich das mal sage, ja, also hier Tabelle, ja. Das kann nicht der gesamte Entwurf sein. Ja, das ist 59 Seiten, Herr Thürmer. Ja, okay. Ja, habe ich gelesen. Und? Okay. Wie ist die Note? Und die Note ist hier, also versetzungsgefährdet, ja. Versteht ihr? Ich habe hier eine Tabelle und habe gedacht, oh, das sind ja nur die Ausgaben genannt, ja. Also, die Ausgaben sind ja 2025, ich sag's euch jetzt mal, 400 Milliarden, ja. Die werden ja jedes Jahr sehr viel mehr. Und ich wundere mich, wenn wir ständig neue Rekordeinnahmen haben, wieso wir diese armen Rentner, also dieses Rentensystem nicht irgendwie flott kriegen. Aber die dramatische Nachricht ist, also ich bin ja total hier fasziniert von diesen riesen Zahlen hier, ja. Also ich habe auch schon Unternehmen geführt mit Milliardengrößenordnung, aber wir reden hier über 400 Milliarden 2025. Also jetzt nehme ich mal Siemens her, kennt ihr ja alle, ja. Ein Schwergewicht im DAX macht 80 Milliarden Umsatz, ja. Das ist 5-mal Siemens und das entwickelt sich auf 800 Milliarden weiter. Herr Kofler, wir können uns das angucken. Okay, gut, ja. Und zwar können wir mal gucken, wie viel vom Bundeshaushalt, da war ich tatsächlich in der Vorbereitung zu dieser Sendung auch überrascht, weil ich das nicht wusste. Das sind 24,4% Ausgaben für Rente im Bundeshaushalt. Und ich habe es mir aufgeschrieben, es sind 111 Milliarden Euro. Genau. Die da jährlich in die Rente fließen als Bezuschussung vom Bundeshaushalt. Das ist ein ganzer Batzen und es wird natürlich mehr. Sie haben es angesprochen. Ja, naja, also jetzt haben wir hier ja diesen demografischen Tsunami, der auf uns zukommt, den kann man ja hier berechnen. Und einen Businessplan, der nur die Ausgaben zeigt und nicht die Einnahmen, das sage ich, Freunde, damit da schicke ich euch nach Hause noch mal nachdenken. Aber ich habe das selber recherchiert. Es gibt ja übersichtliche Statistiken der deutschen Rentenversicherung und jetzt habe ich also folgende Einnahmen herausgefunden. 275 Milliarden 22. 289 Milliarden 23 und 24. Da ist jetzt kumuliert bis zum September auch wieder ein tolles Plus von ungefähr 4-5%, also 10-12 Milliarden mehr. Das heißt, wir haben eine stagnierende Wirtschaft. Die Beitragseinnahmen, die wachsen aber in einem Rhythmus von 4-5%. Das finde ich fantastisch. Und dann schaue ich aber drauf und sehe, oh, das reicht ja nicht. Das ganze Unterfangen, diese umlagefinanzierte Rente, ist schwer defizitär und deswegen muss der Bund quasi immer diese Defizite ausgleichen und das wird immer mehr. Und wenn wir jetzt das genauer nehmen, Also erstmal muss ich sagen, da ist ein gewisser logischer Bruch, wenn man vorhin noch sagt, einem tun die Leute leid, die zur Tafel gehen und jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt aber die Renten kürzen. So. Das hat keiner gesagt. Darauf Nein, sorry, das hat läuft es hinaus. Wir müssen jetzt dieses Rentenniveau erstmal festschreiben. So, die Durchschnittsrente liegt bei 1.543 €. Ja. Das ist gerade mal knapp 300 € über der Armutsgrenze. So. Und das gilt es jetzt erstmal abzusichern, um eben zu verhindern, dass noch mehr Leute in Altersarmut gehen. Und Herr Kofler, Sie haben sich jetzt so ein bisschen gesagt, Sie gucken jetzt ein bisschen so drauf, von außen drauf, als Stimme der Vernunft. Ich mache mal einen Vorschlag. Und zwar finde ich sehr ungerecht, dass im Moment
die Sozialversicherungen und vor allen Dingen die Rente nur von den Arbeitseinkommen getragen wird. Das finde ich ungerecht. So, wenn man Steuern und Abgaben zusammennimmt, dann kommt man auch bei mittleren Einkommen schnell auf Belastungen, die gehen fast an die 50%. Bei Kapitaleinkommen hingegen, da wird überhaupt nichts davon abgeführt, um die Rente zu stabilisieren. Da zahlt man einmal pauschal 25% Steuern drauf und damit hat sich's erledigt. Und das finde ich ungerecht. So, ich finde, beide Erwerbseinkommen gleich behalten. Erwerbseinkommen auf der einen Seite, aber dann eben auch Kapitaleinkommen zur Verantwortung ziehen und daran beteiligen, unser Sozialsystem zu stabilisieren. Und damit können wir dann gewährleisten, dass einerseits wir stabile Beitragssätze haben und wir auf der anderen Seite sicherstellen, dass wir Altersarmut verhindern. Konkreter Vorschlag. Oh je. Also man muss dazu sagen, Ja. man muss ja dazu sagen, Herr Kofler, Sie sind kein Politiker. Sie machen ein bisschen Politik. Sie spenden zum Beispiel hohe Beträge mal an die FDP, mal an die CDU. Aber Sie sind in erster Linie Unternehmer. Jetzt hat Herr Thürmer da einen politischen Vorschlag gemacht. Wie finden Sie den? Also der ist einfach viel zu, der ist sowas von einfach und hier plakativ, weil der dieses Problem hier nie lösen kann, Herr Thürmer, von 400 Milliarden auf 800 Milliarden. Da können Sie auch die Kapitalanträge mit 100% besteuern, kommen wir nicht hin. Also ich finde das nicht vorgeschlagen. Nein. Aber Ich Sie finde bringen mich auf Ideen. Nein. Also, nee, aber Sie werden nicht um die Tatsache herumkommen, dass wir eine florierende Wirtschaft brauchen, damit dieser ganze Sozialstaat überhaupt funktioniert. Aber dann müssen auch alle ihren Beitrag leisten. Ja. Dann müssen auch alle ihren Beitrag leisten. Ja, aber ich glaube, dass die Unternehmer, die hier mit eigenes Geld investieren und nicht hier wie die Beamten beim Staat hier mit dem Geld anderer Leute umgehen, dass die sehr viel... Wer ist jetzt plakativ? dass die sehr viel zu der Gesellschaft und zu all dem beitragen. Denn sonst würden ja diese Unternehmen nicht Steuern zahlen können, nicht Arbeitsplätze sichern können, nicht kreative Arbeitsplätze weiter schaffen können. Ja, wer soll denn das dann machen? Das heißt, Sie finden es okay, dass die Unternehmer auf ihre Gewinne überhaupt keinen Beitrag zu den Sozialversicherungen leisten. Ich verstehe die 750.000 für die FDP im letzten Bundestagswahlkampf. Was soll denn das? Nein, also... Ich bin ja in einer Demokratie dabei und bekenne mich dazu, bestimmte Werte hier zu vertreten. Und wenn eine Partei da ist, die diese Werte vertritt, dann unterstütze ich sie. Naja, also wir streiten um ein kleines Detail. Franziska will unbedingt mit den Beiträgen der ArbeitnehmerInnen spekulieren. So. Und wir haben jetzt ein Konzept vorgelegt. Da werden halt Kredite aufgenommen, um damit das Generationenkapital zu bilden. Dem hatte Christian Lindner auch schon zugestimmt. Jetzt will Johannes Vogel noch mal zeigen, dass er noch intern in der FDP noch der härtere Hund ist und stellt das wieder strittig. Aber das Einzige, was wir... Naja, ich will nicht, dass mit Beitragsmitteln spekuliert wird. Weil Herr Tenhagen hat das gesagt. Das kann mal runter und mal hochgehen. Das geht in dem einen Jahr mal besser, in dem anderen Jahr mal schlechter. Und deswegen aber über sagen eine wir, längere man Zeit trennt ist es die beste, man trennt ist es die beste voneinander. Anlage. Aber wo ist denn das Was Sie den Problem? Reichen Wo vorwerfen? ist denn das Problem, einfach zu sagen, wir haben ein Generationenkapital, das wird eben über Kreditaufnahme finanziert. Ja, mit und Schulden. dann haben wir die gesetzliche Rente, Ja. die basiert auf Beitragsmitteln. Wir streiten doch hier nur noch über Ideologie. Ihr wollt unbedingt mit Beitragsmitteln Ich habe zocken. eine Frage. So, das ist alles, um das es geht. Und ich sage, lasst uns beides trennen. Damit gibt es am Ende eine stabile Rente. Und wenn wir dafür sorgen, dass die Löhne steigen, dann ist die gesetzliche Rente auch sicher und gar nicht so stark auf dieses Generationenkapital angewiesen. Nur für die Klarheit für die Zuschauer, in dem jetzigen Rentenpaket, das was jetzt kommen wird, wenn der Bundestag dann zustimmt, wird ja noch nicht mit dem Geld der Beitragszahler Genau, spekuliert. das finde ich gut. Genau. Also erstens ganz kurz einmal, ich verstehe nicht, Philipp, du bist der Bundesvorsitzende einer Jugendorganisation und dieses Rentenpaket hat nur einen Lastenträger und das sind die jungen Generationen, die Das kommen. stimmt nicht. Ein einziger. Das stimmt das sagt selbst Herr Fratscher sagt das. stimmt nicht. Den du so gerne zitierst. Fratscher, der sagt, das ist eine ganz klare Umverteilung von jung zu alt und das ist unfair. Das Und hängt deshalb, davon ab, was wir in der Du traust dich Zukunft nicht, machen. eine Wahrheit auszusprechen. Ich möchte, im Gegensatz zu dem, was du eben gesagt hast, keine Rente in irgendeiner Form abschwächen, sondern mir geht es um einen Punkt. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dieses umlagefinanzierte Rentensystem funktioniert in Zeiten des demografischen Wandels so nicht. Und wir müssen eine Wahrheit aussprechen, die du dich nicht
niemals traust auszusprechen, obwohl jeder ganz klar, das ist eine Wahrheit, wir müssen in Zeiten, in denen die Lebenserwartung immer weiter steigt, müssten Menschen auch länger arbeiten, wenn sie das können. Okay. Und das muss man mal so klar Da mache ich aussprechen, das jetzt traut einen sich Vorschlag. jetzt nicht und das ist einfach unehrlich. Lange eingezahlt, auch gut verdient. Mit Rente und Betriebsrente kämen Sie, ich habe es mir aufgeschrieben, auf 3.800 Euro. Netto würden Fast Ihnen... so wie bei Beamten. Netto würden Ihnen ca. 2.250 Euro bleiben. Und damit lägen Sie, das kann man so sagen, weit über dem Durchschnitt der Renten. Trotzdem finden Sie es ungerecht, dass Sie auf Ihre Rente noch Steuern zahlen müssen. Warum? Ganz einfach, weil ich habe schon alles versteuert. Ich habe 1980, wie Sie schon eben gerade sagten, angefangen zu arbeiten. Und die Steuer war zu dem Zeitpunkt vorgelagert. Ich habe also meine Rentenbeiträge bis zum Jahr 2005 und jetzt ab die letzten 5 Jahre, bis ich jetzt dann mit 63 hoffentlich in Rente gehen kann. Das heißt, für knappe 30 Jahre habe ich die Rente aus versteuertem Einkommen finanziert. Und jetzt müssen Sie die Und nochmal jetzt auf die muss Rente ich zahlen? mein gesamtes Einkommen nochmal versteuern. Und zwar zu 87% meines gesamten Einkommens muss ich jetzt nochmal versteuern. Ja, Herr Tenhagen. Also Doppelsteuerung. Es hört aber Gefühl- nicht bei den Steuern auf, sondern es geht nämlich bei der Krankenversicherung weiter. Ich habe eine Direktversicherung. Ja, ich habe so und so viele Jahre habe ich auch mit voller Krankenversicherung bezahlt. Ja, ich kriege jetzt die Direktversicherung ausgezahlt und jetzt muss ich darauf wieder Krankenversicherung bezahlen. Aber das, was Sie da gerade beschreiben, Frau Oeser, das kennen ja vielleicht einige andere Menschen auch zu Hause, die gerade zugucken. Deswegen fragen wir mal Herr Tenhagen, da hat man ein Leben lang Einkommensteuer bezahlt und bezahlt dann jetzt auf seine Rente trotzdem noch mal Steuern. Langt der Staat da, so klingt es jetzt gerade, einfach doppelt zu? Das kann in Ausnahmefällen oder in solchen Fällen vielleicht wie bei Ihnen so sein. Der Punkt ist, seit 2005 zahlt man eigentlich, wenn man für die Rente einzahlt, das steuerfrei ein. Und deswegen soll das hinterher, weil man ja steuerfrei eingezahlt hat, das versteuern. Leute, die sehr viel vorher eingezahlt haben, da kann das sozusagen vielleicht nicht funktionieren. Das Verfassungsgericht hat sich schon mal beschäftigt und hat gesagt, müssen Sie mehr in die Länge ziehen. Könnte sein, dass der ein oder andere Steuern zahlen muss. Jetzt mal gucken, wie viele Leute sind das? Also ungefähr ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner zahlt überhaupt Steuern. Die meisten haben so wenig Rente, dass sie keine Steuern zahlen müssen. Wer 2005 in Rente gegangen ist, kann 1.800 Euro Rente haben, ohne Steuern zu zahlen zu müssen. Wer jetzt in Rente geht, ist so bei 1.350, 14. Das heißt, einige tun das, bei Weitem nicht alle. Die wenigsten tun das. Also es zahlen im Grunde Leute, die sehr gut verdient haben oder gut verdient haben, Beamtinnen und Beamte, die Pensionäre sind und dann vor allen Dingen am Ende Witwen und Witwer, die nämlich plötzlich 2 Renten haben. Das sind die 3 Gruppen, die Steuern zahlen in der Rente. Die Kreuze klar für die AfD, ja,